Es war eine unruhige Nacht, besonders für die Menschen im Rhein-Main-Gebiet. Nicht nur, weil innerhalb einer Stunde mehr als 25.000 Blitze gezählt wurden. An etlichen Orten wurden Straßen überschwemmt, liefen Keller oder U-Bahnhöfe voll, mussten Menschen aus ihren Häusern gerettet werden. Bilder, die wir in diesem Sommer schon ein paar Mal gesehen haben, aber dieses Mal war es besonders heftig. Oliver Feldfort und Katharina Schol. Die U-Bahn-Station am Südbahnhof läuft voll. In Frankfurt am Main kommen unglaubliche Wassermassen innerhalb kürzester Zeit vom Himmel. Das Wasser drückt Glastüren ein. Busse und Bahnen können in der Stadt teilweise nicht mehr fahren. Auch am Frankfurter Flughafen fallen schnell Regenmengen von mehr als 60 Litern pro Quadratmeter. Das Vorfeld gleicht einer Seenlandschaft. Ankommende Passagiere können nicht aussteigen, 70 Flüge werden gestrichen. Über dem Rhein-Main-Gebiet werden innerhalb einer Stunde mehr als 25.000 Blitze gezählt, doppelt so viel wie im gesamten Jahr 2022 in ganz Hessen. In einer Unterführung in Aschaffenburg sind Autofahrer eingeschlossen, Rettungseinsatz für die Feuerwehr. Wir haben im Viadukt Goldbacher Straße tatsächlich 2 Fahrzeuge gehabt, die vom Wasser überrascht worden sind. Es waren noch Personen in den Fahrzeugen eingeschlossen, die wurden durch die Feuerwehr gerettet. Und auch in anderen Bereichen der Stadt hatten wir Unterführungen, die teilweise mit Wasser vollgelaufen sind. Besonders schwer hat es die Region Unterfranken in Bayern getroffen. In Aura am Sinngrund fallen 87 Liter Regen auf den Quadratmeter. Das ist mehr als sonst im ganzen August ein neuer Rekord. Das habe ich noch nicht erlebt. Ich bin jetzt auch schon nahezu 65 Jahren hier in Aura, aber das ist ein Novum. Man probiert halt mit irgendwelchen Rampen da so eine Hausecke zu schützen zum Beispiel. Ne? Auch tief im Westen ist Land unter. In Gelsenkirchen müssen Menschen aus ihren Autos gerettet werden. Überall im Ruhrgebiet werden Straßen überflutet. Am nächsten Morgen Wasser abpumpen in Essen. Noch steht es überall in Straßen und Kellern. Die Einsatzkräfte in den betroffenen Regionen sind den ganzen Tag mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Schalten wir zu unserer Wetterexpertin Claudia Kleinert nach Frankfurt. Claudia, waren das denn noch normale oder doch schon sehr außergewöhnliche Unwetter? Marlin, die waren schon ziemlich kräftig, diese Gewitter. Und vor 20 Jahren hätte ich auf jeden Fall gesagt, sowas kommt nicht jedes Jahr vor, alle 10 Jahre vielleicht. Das hat sich geändert. Also solche extremen Wetterlagen, die merken wir immer mehr, nicht nur bei uns. In diesem Sommer hat man sie ja im Mittelmeerraum, beispielsweise in Norditalien oder auch in Kroatien oder Istrien erlebt, dass es eben enorm viel Regen innerhalb kurzer Zeit gibt durch sehr starke Schauer und Gewitter. Das gestern waren mehrere Gewitterzellen, die sich zusammengesetzt haben, quasi zu einem Cluster, also zu so einem mehrzelligen Gewitter, zu einer mehrzelligen Gewitterwolke. Dementsprechend, die brachten enorm viel Regen. Zum Teil ist so viel gefallen wie sonst im gesamten Monat August. Aber das erleben wir immer häufiger. Es wird immer wärmer. Je wärmer die Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit kann sie speichern. Das gilt nicht nur bei uns, sondern in ganz Europa. Bleibt das Wetter dann so extrem oder wie wird's denn jetzt am Wochenende? Also das mit den Schauern und Gewittern haben wir größtenteils hinter uns. In der Nacht sind noch ein paar unterwegs. Extrem wird es nächste Woche wieder mit der Hitze. Da haben wir es nämlich zum Teil wieder mit 35, 36 Grad zu tun. Richtung Oberrhein-Markgräfler Land eventuell sogar mit 37 Grad Mitte nächster Woche. Das sorgt dann wieder für eine Belastung